Moin moin und herzlich willkommen bei Santory. Schön, dass du da bist. Ja Leute, ich war shoppen, deswegen gibt es heute ein ganz kurzes Unboxing. Ihr seht schon die Nischenmarke Frederic Malle. Ich packe einmal das Parfum aus. Ich habe auch noch eine schöne Probe mit dazu bekommen, die zeige ich euch auch ganz kurz. Ja, es geht um das Parfum Musc Ravageur. Hier zeige ich euch eben die Verpackung. Meistens sind die Parfums der Marke nicht eingeschweißt. Man bekommt die so tatsächlich. Ich zeige euch auch mal den Preis hier. Den habe ich tatsächlich auch gezahlt. So, hier hinten haben wir diverse Informationen über den Parfümeur und eben über Musc Ravageur. Dann packen wir das Ganze einmal aus. Hier haben wir so eine richtig schöne Schatulle. Das ist alles ziemlich hochwertig. Die kann man so auseinanderziehen. Genau, hier steckt das Parfum dann drin. Das holen wir dann einmal raus. Es sind die 50 ml. Zeige ich euch natürlich auch den Flakon. Hochwertiges Glas. Die 50 ml reichen mir persönlich auch aus. Den Zerstäuber habe ich jetzt eben noch nicht benutzt, aber ich kenne die Zerstäuber der Marke, die sind absolut in Ordnung. So, das zu dem Thema Musc Ravageur. Und dann habe ich auch eine richtig tolle Probe noch mit dazu bekommen, die möchte ich euch auch nochmal zeigen. Die sind dann immer hier, ja auch in so einer Mini-Schatulle verpackt. Dann haben wir hier so ein kleines Kärtchen, falsch rum. Ich denke, ihr erkennt aber schon, dass es sich um Promise handelt, auch ein sehr tolles Parfum von der Marke. Ist tatsächlich aber nochmal bedeutend spezieller als eben Musc Ravageur. So rum, genau, das sind 3,5 ml, das ist so die originale Probe eben des Herstellers. So, ja, heute, wie gesagt, sollte es nur kurz um dieses Unboxing gehen. Musc Ravageur werde ich euch demnächst vorstellen. Nächste Woche kommt auch mein Top 10 Herbst-Video. Da wird Musc Ravageur unter anderem auch eine Rolle spielen. Dann sage ich danke, dass du hier warst. Bleib gesund und munter und bis demnächst.